Heute fahren wir weiter. Wir müssen noch Strom haben und Wasser. Wasser können wir nicht selbst generieren, aber Strom. Deswegen müssten wir auf einen Platz, wo wir den Sonnensegel ungeniert aufstellen können. In diesem Video spazieren wir zu einem rosafarbenen Salzsee, machen eine Fahrradtour am Strand von Los Narejos und entdecken das verlassene Manga del Mar. Willkommen zu Teil 10 unserer Überwinterungstour 25-26. Wir verlassen Benidorm und fahren ins 120 Kilometer entfernte Torrevieja zum Rosa Salzsee. Wir sind jetzt in Torrevieja für einen kleinen Aufenthalt und besuchen einen rosaroten Salzsee. Anscheinend gibt es hier Flamingos. Wir schauen mal, ob wir einen antreffen. Auf den Satellitenbildern sieht man den See in leuchtendem Pink und Rosa. Was hier von hier aus nicht zu erkennen ist, hier erscheint der See eher blau, was vermutlich dem Spiegelbild des Himmels zuzuschreiben ist, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe ja keine Ahnung. Wir spazieren hier an dem See entlang und suchen die rosarote Farbe. Wie auf den Schildern rund um den See zu erkennen ist, darf man nicht baden gehen in dem See. Auch sonst ist das hier so ziemlich eine uneinladende Pfütze. Ich denke, der Salzgehalt von diesem See wird sehr hoch sein. Hin und wieder trifft man ein paar Leute, die ganz entspannt am See abchillen. Hin und wieder entdeckt man ein Rinnsal, das in den See hineinläuft. Hier sieht man zum Beispiel auch einen Stuhl, auf den man sich hinsetzen kann und ein wenig übers Leben sinnieren kann. Da hat doch jemand eine gute Idee gehabt. Der Stuhl, der zu Hause keine Verwendung mehr fand, findet hier ein neues Dasein. Fifi hat bereits 3-mal das Wasser probiert und jedes Mal den Kopf geschüttelt. Anscheinend ist es ungenießbar. Ja, vielleicht probiert es noch ein 4. oder 5. Mal. Vielleicht ist es an einer anderen Stelle etwas weniger salzig. Trotz aller Schönheit hier müssen wir noch einen Stellplatz suchen in dieser Gegend. Diesel haben wir auch noch geholt für 1,25 den Liter. Ja, mit einem Fuffi füllt man hier den ganzen Tank auf, während zu Hause gerade mal der Tankboden benetzt ist. Aber andere Länder, andere Preise, was will man da machen? Die Natur zeigt sich wieder einmal von ihrer schönsten Seite, meines Erachtens nach. Und gerade nach einem starken Regenfall ist doch alles wieder sauber und gepflegt, so wie wir es uns gewohnt sind. Der See wird ja seit jeher für die Salzgewinnung genutzt. Früher noch mit so Kanälen, in dem die kleinen salzbeladenen Boote mit Eseln an Land gezogen wurden. Im Hintergrund sieht man die hochprofessionelle Industrie, die Salz im großen Stil abbaut. Man musste auch mit der Zeit gehen. Früher wurden kleine salzbeladene Boote mit Eseln nah an Land transportiert. Also die Esel mussten natürlich nicht schwimmen, die zogen die Boote. Man hat dann die Esel an die örtliche Fleischproduktion weiterverkauft und sich stattdessen mechanisches Gerät organisiert, die das Salz in größerem Stil aus dem See zu riesigen Haufen auftürmt, wie man hier unschwer im Hintergrund erkennen kann. Hier sollen auch Flamingos beheimatet sein, die habe ich aber noch nicht gesehen. Falls sich mir ein Flamingo in den Weg stellen sollte, werde ich diesen selbstverständlich mit der Kamera einfangen. Und ihr werdet die Ersten sein, die diesen dann auf diesem Kanal sehen werdet. So, wir gehen wieder zurück zum Van, schauen mal, was der Tag noch so bringt. Ich würde meinen, das war eine ganz entspannte Hunderunde.
am legendären Pinken See entlang. Ich blende das mal ein. Jetzt gehen wir zurück zum Wohnmobil und suchen uns noch einen Platz für die Nacht. Hier könnte man beispielsweise auch stehen. Hier kann man auch ganz entspannt Bull spielen, obwohl dieses Dorf auf den ersten Blick nicht so einladend erscheint. Aber mein lieber Schwan, das sind für mich so Tiny-Häuser, das langt nicht. So etwas in dieser Größe, das wäre perfekt. Perfekt. Wir sind hier in Los Narejos, das ist ein kleiner Küstenort im Südosten von Spanien. Das Spezielle an diesem Ort ist, da gibt es eine riesige Bucht, die von einem schmalen Streifen, von einem schmalen Landstreifen, einer sogenannten Halbinsel, getrennt ist vom restlichen Meer. Und auf diesen schmalen Streifen wollen wir demnächst mit unserem Wohnmobil hinfahren. Dieser ist 12 Kilometer lang und 200-300 Meter breit. Da könnte man doch 12 Kilometer an der einen Seite und auf der anderen Seite wieder zurück galoppieren. Das wären dann 24 Kilometer. Über die Anschaffung eines kleinen Motorrades habe ich mir selbstverständlich auch schon Gedanken gemacht. Ein Camperkollege hier hat so ein zünftiges Motorradl, eine Benelli, und das wäre doch das ideale Gefährt, um mal schnell am Morgen Brötchen zu holen. Gestern hat es noch vaterländisch geregnet und heute strahlender Sonnenschein, bis auf diese Schleierwolke da. Ja, wir mussten mal den Sonnenpanel rausstellen, weil wir Strom generieren müssen. Und unser Strombedarf ist enorm hoch. Faszinierend sind auch diese kilometerlangen, breiten Strandpromenaden, die die Spanier hier haben. Die laden doch immer wieder gerne zu einem ganz entspannten Spaziergang ein. Faszinierend sind auch die sehr breiten Straßen, die sie da haben. Man kann hier ganz entspannt das Wohnmobil oder auch den Laster mal hinstellen und beim Chinesen das eine oder andere käuflich erwerben. Und das selbst im Halteverbot oder auch auf einem Behindertenparkplatz. Da sagt auch die vorbeifahrende Guarda de Civil nichts und grüßt doch freundlich. Was für eine Touristenpflege! Wir sind immer noch in Los Narejos und wir fahren jetzt mit den Fahrrädern der Küste entlang bis ins nächste Dorf. Dort werden wir vermutlich einen Kaffee genießen und noch etwas einkaufen. Denn das muss ja auch mal sein. Es ist sonnig, leicht bewölkt mit einigen Schleierwolken bei 17 Grad. Offensichtlich hat Fifi hier die reinste Freude, um mitzufahren. Das hätte ich selbstverständlich auch, wenn ich bei Muttern im Korb hinten mitfahren könnte. Wir nutzen das perfekte Wetter für eine entspannte Fahrradrunde der Playa de los Narejos entlang.
Das ist ein etwa 1 Kilometer langer Sandstrand mit sehr ruhigem, flachem und warmem Wasser, was ihn besonders bei Familien mit Kindern sehr beliebt macht. Dank der konstanten Brisen ist der Strand ein Hotspot für Windsurfen, Kitesurfen und Segeln. Diese Strandpromenade verbindet Los Narejos mit dem Zentrum von Los Alcázares und lädt zum Spazierengehen oder eben Radfahren ein. Die Einwohnerzahl im Raum Los Alcázares liegt in den Wintermonaten bei etwa 20.000. Im Sommer allerdings wächst sie auf über 100.000 an. Die Strandpromenade scheint hier fertig zu sein. Hier gibt es oder gab es mal eine Kaserne des Militärs, die man hier unschwer erkennen kann. Das schauen wir jetzt mal genauer an. Die Basis ist eine Einrichtung der spanischen Luftwaffe, wird aber primär als Logistik- und Verwaltungsstandort genutzt. Der aktive Flugbetrieb, insbesondere der von Wasserflugzeugen, ist schon vor Jahrzehnten eingestellt worden. Auf der anderen Seite des Dorfes gibt es einen Flugplatz, der ebenfalls vom Militär genutzt wird. Ich habe mir sagen lassen, dass die königliche Kunstflugstaffel dort stationiert sein soll. Das weiß man nicht genau. Wir sind ja immer noch in Los Narejos, beziehungsweise das Nachbarort. Und wir möchten aber dorthin, weil das ist ja eine Riesenbucht hier, und wir möchten dorthin nach La Manga del Mar Menor. Ich habe mir das aufschreiben müssen, weil ich ein Halbschuh bin. Wir möchten dorthin. Das ist eine sehr schmale Landzunge, 12 Kilometer lang und etwa 300 Meter breit. Natürlich gibt es dort auch breitere Stellen, die sehr stark touristisch ausgebaut sind. Der Ort heißt La Manga del Mar Menor und liegt auf der anderen Seite dieser riesigen Bucht. Zuerst müssen wir aber noch Wasser auffüllen und Lebensmittel einkaufen. Im Moment weisen wir eine sehr starke Koffeinunterversorgung auf. Deswegen haben wir uns gedacht, fahren wir mit unseren Fahrrädern eine Gaststätte an und gönnen uns ein koffeinhaltiges, starkes Heißgetränk. Guten Morgen! Wir verlassen jetzt hier diesen wunderbaren Ort Los Narejos, um noch einzukaufen. Dann fahren wir auf diese langgezogene Halbinsel, die 12 Kilometer lang ist, und schauen uns dort um, wie es dort so aussieht. Wir sind jetzt hier in La Manga angekommen. Das ist ein sehr touristischer Sandstreifen. Auf der rechten Seite ist das Meer und auf der linken Seite ist eine Bucht, die ist ganz ruhig. Hier kann man gut segeln. Das ist der legendäre kleine, schmale, lange Sandstreifen, der das Mittelmeer von dieser gigantischen Bucht hier trennt. Sehr touristisch geprägt mit diversen Hochhäusern und so. Sehr, sehr geil. Der Aufstieg von La Manga begann 1956, als die Großgrundbesitzer Familie Maestre das Potenzial für den Massentourismus erkannte. Unter dem Architekten Antonio Bonet sollte eine utopische Urlaubsstadt entstehen. Luxushotels, Yachthäfen und Bungalows wurden geplant. In den 1960er Jahren wurde La Manga zum Symbol für den modernen spanischen Tourismus. Es galt als exklusiv und schick.
Prominente und wohlhabende Europäer kamen, um zwischen zwei Meeren zu baden. Das Slogan-Marketing funktionierte perfekt. Morgens im warmen Mar Menor schwimmen, nachmittags im erfrischenden Mittelmeer. Der ursprüngliche Plan einer luftigen Bebauung wurde aufgegeben. Profitgier führte zu einer massiven Überbauung mit Hochhäusern, die die Küstenlinie komplett versiegelten. Es entstand eine lineare Stadt, ohne ausreichend Kanäle für Wind und Wasser. Ab den 2010er Jahren kippte das Ökosystem des Mar Menor mehrfach um. Nitrate aus der intensiven Landwirtschaft im Hinterland gelangten über das Grundwasser in die Lagune. Die Folge waren massive Algenblüten. In den Jahren 2019 und 2021 kam es zu massiven Fischsterben, bei denen Millionen toter Tiere an die Strände gespült wurden. Dies beschädigte das Image von La Manga massiv. Es scheint eine Art Weltuntergangsstimmung hier vorzuherrschen. Das liegt vermutlich daran, dass dieser Ort mehrheitlich touristisch geprägt ist. Es ist keine Menschenseele zugegen. Man sieht niemanden, es fährt kein Auto, kein Bus, man sieht niemanden hier. Ein leerer Bus habe ich gesehen, sonst sieht man niemanden hier. Es ist gespenstisch ruhig, man hört nichts außer das Meer, sonst ist tote Hose, würde man sagen hier. Ich frage mich, wie sich das finanziell gut auslastet, wenn man so viel Leerstand hat. Sehr wahrscheinlich wird über die Sommerzeit sehr viel Geld generiert und so kann man locker über den Winter die Wohnungen leer stehen lassen. Die Stadt lebt weiterhin vom Tourismus, ist aber kein exklusiver Hotspot mehr. Es ist ein Ziel für den Massentourismus und viele Rentner, die dort überwintern. Im Winter ist La Manga eine Geisterstadt mit kaum 15.000 Einwohnern. Im Sommer schwillt die Zahl auf über 250.000 Menschen an, was die Infrastruktur wie Verkehr und Abwasser regelmäßig an die Belastungsgrenze bringt. Ob sich die Sonne doch noch zeigt und ob wir noch andere Menschen oder gar Flamingos sehen, seht ihr dann im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie hier im Hintergrund zu erkennen ist, entstehen da Eigentumswohnungen für Leute, die einfach Bock haben, hier eine gute Zeit zu verbringen. Die letzte Nacht haben wir hier auf dem Gelände des Urbanisation Veneziola verbracht. Das war früher in den 60er Jahren ein Riesenprojekt. Man wollte hier 3 große Hotels hinstellen. In den 1960er Jahren startete der große Bauboom. Offensichtlich gibt es hier doch einige Leute, die sich solche Prachtvillen leisten können. Und die Brücke heißt übersetzt Brücke des Lächelns. Wenn man mit dem Auto darüber fährt, es ein Kribbeln im Bauch auslösen soll und ein Lächeln auf die Lefze zu. Jetzt stehen wir am Ende der Küste, am äußersten Zipfel und im Hintergrund sieht man noch Flamingos.